ja, magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Jo, hi, ich bin der Martin. Ich bin aus Nürnberg eigentlich, wohne jetzt in München seit langem, an der Theresienwiese, wo das Oktoberfest ist. Ah, schön. Von Genau. Nürnberg zur Theresienwiese hier. Hättest du erst das Christkind sein können, aber jetzt So schaue ich leider nicht aus mit dem blonden Locken. mit den blonden Locken. Ah, steht ja aber, steht ja aber. Meinst Genau du? wie der Hut, ey. Der ist super. Ja, der ist cool, ne? Der raschelt bloß sehr. Ich glaube, den ziehen wir gleich wieder ab. Ja, passt, Genau. passt. Ey, ja, bist du denn so ein Partymacher? Stimmung hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, man muss immer viel unter Leute sein. Ich bin immer gern unter Leuten. Ich höre mir gern viele Geschichten an. Ich feiere auch sehr gerne. Feierst gerne. Ja. Auch so Festivals oder so? Ey, mega. Schau Ja, mal gute hier, Frage. ich war jetzt gerade am Icarus hier. Aber ist das was für Ja. dich? Ja. Ja, voll. Also seit ich klein bin. Also ich wollte, als ich klein war, Rockstar werden. Echt? Oh nein. Und ich war da mit unserem Dad und den 2 Brüdern auf ganz vielen Festivals. Da gab es auch Rock im Park in Oh, Nürnberg, ja, schön. oder Ja, ja, klar. Rock am Ring, Ja. ne, die großen Konzerte. Und da sind wir halt viel gewesen, seit ich klein bin, seit ich 10 bin, ungefähr mit unserem Dad jedes Jahr hingegangen. Ja, was hörst du denn jetzt noch so für Musik? Ich bin auf der Musik hängen geblieben. Also wirklich so Rockmusik, Ja. Deftones, Korn, Limp Bizkit, Linkin Park, so Slipknot, das ganze alte Zeug so Ah, ungefähr. Das ist schön. richtig schön. Du redest Genau. von alt, ne? Ich trage hier die Beatles-Socken. Für mich ist das alte Musik, aber Mega gut, ey. passt auch. Ja, Ich mein, ja. ja. Da war ja auch Lefty. Ja, der siehst du Paul mal. McCartney, genau. Richtig. Ja, ich habe auch selber Musik gemacht. Was spielst du oder singst du? Oder? Ja, ich habe Gitarre gespielt, ich habe gesungen, gerappt, Oh nein. Songwriting. Schau mal, da genau. verbindet uns auch gleich was. Ja, was machst du denn? Lieb ich. Ich bin eher klassisch angehaucht. Ne? Ich spiele ein paar Instrumente. Klarinette, Klavier. Haargleich, nice. Ja, das ist meine Leidenschaft. Ey, cool. aber mega cool. Rockstar jetzt heute nicht mehr, aber wärst du gern Astronaut? Keine Ahnung. Das ist eine coole Frage. Ich habe ein T-Shirt, wo ein Astronaut drauf ist, weil das schon Spaß macht, sich in verschiedene Rollen zu versetzen. Mhm. Ich meine, als Rockstar, wenn man das wirklich durchziehen will, sowas wie auch Queen damals und die großen guten Bands, die haben ja ihre Musikvideos, wo sie immer viele Sachen spielen, Ja, ne, ja, in Rollen das schlüpfen stimmt, so ja. ungefähr. Aber es geht am Ende um die Musik und ich glaube, im Leben geht es grundsätzlich, in meinem Leben zumindest, um Musik. Oh. Auch um Leute miteinander zu verbinden, diese Stimmung einzufangen, diese Atmosphäre nach außen wieder zurückzugeben. Ja, ein Astronaut, glaube ich, wäre eine lustige Geschichte. Ich habe aber bestimmt Angst vor dem Vakuum außen. Ich komme nur drauf, weißt du, weil die ganzen großen Leute, die singen ja auch davon. Ne? Elton John mit dem Rocketman oder David Aha. Bowie da mit dem Starman. Ey, ist alles vertreten, aber ja, sau cool. Wir hatten mal einen Song, der hieß Shoot the Moon. Das heißt ja Shoot to the Moon, ja, Siehst aber du wir haben mal. gesagt, schieß den lustigen Mond direkt ab. Oh, voll schön. Da fällt mir nämlich gerade ein, mich erinnert das irgendwie an Phineas und Ferb. Ich weiß nicht, total random. Aber Ja. das ist so eine Show, mit der ich persönlich aufgewachsen bin als Kind. Disney. Ja, Richtig. nice. Hattest du da auch sowas in der Art? Irgendeine Show, was du als Kind rauf und runter schauen konntest? Oh. Also ich weiß nicht, wer das noch kennt. Ren und Stimpy fand ich immer sehr lustig. Und ansonsten natürlich die Simpsons. Die Simpsons, ah, Klassiker, Klassiker. Läuft ja auch heute noch auf Pro7 immer. Ja. Ja, ja, total cool. Wenn wir schon bei Kindheit sind, Oma. Omas können doch meistens kochen, oder? Konnte deine Oma kochen? Wow. Also ich habe von meiner Oma leider nicht mehr viele Erinnerungen. Ah, okay. Die war auch schon Okay. 90, als sie gestorben ist. Und wir haben sie eigentlich nur selten gesehen, so zu Weihnachten oder Geburtstagen oder so. Ist auch lange im Rollstuhl gewesen, seit ich das noch weiß. Leider schon verstorben. Und ich habe nicht so einen guten Draht zusammen Okay, gehabt. Ja. dann, ja, Ja. ich dachte nur wegen Lieblingsessen aus der Kindheit. Hast du da was? Lieblingsessen, wow. Ja. Also Pizza finde ich immer geil. Pizza, Klassiker. Das sieht man auch am Bauch. Das geht auch immer noch, oder? Ja. Pizza und Bier, das gute Geil. Männerfrühstück. Als Kind. Vor allem kalt, Als Kind. als Kind. Geil. Achso, als Kind, ja. Sagen wir mal, Karamals fand ich geil. Karamell. Kennst du das noch? Oh, mega nice. Ja. Ja, da gibt es so eine Story. Und zwar Aha. in Island ist das ein ganz traditionelles Weihnachtsgetränk, wenn du Karamals mit Orangenlimo mixt. Das heißt dann Jolaöl. Das Wow. ist zum Beispiel meine Kindheitstradition. Jedes Weihnachten gab es das. Spannend. Ja. Keine Ahnung. Einfach so. Keine Ahnung. Aber ich finde, auf Pizza kannst du alles draufklatschen. Das stimmt. Ja. Mit Ananas oder ohne? Mit. Mit. Ja, lol. Falls ich dir einen Geheimtipp geben kann: Kartoffeln und Kidneybohnen, wenn man es selber macht. What? Das ist. Okay. Ich weiß nicht, es ist elitär, Das ist geil. wenn man draufsteht. So à la Chili con Carne. Also Ne? ich finde, du kannst überall Trüffelöl draufpacken. Du kannst Trüffelöl, überall Chiliöl. Chiliöl Mm. draufpacken. Du Ja. kannst überall Knoblauch draufpacken. Passt. Ohne Ende. Ist voll egal, was Nee. drunter ist, aber das ist eine geile Pizza. Ja, das stimmt total. Ja, wie würdest du dich heutzutage eigentlich so beschreiben? Bist du eher so der Extrovertierte oder? Das hat mir noch niemand gefragt. Also wenn ich dich jetzt mal so ganz subjektiv einschätzen dürfte, Ja. schon, oder? Schon Also eher du bist, extrovertiert, ne? bist schon einer, der Ja. auf andere zugeht, auf jeden Fall. Gerne lacht, oder? Vielen Leuten viel erzählt, Ja, gut zuhört. Spaß hat. Ich habe dann irgendwann entschieden, dass Rockmusik nicht so das Richtige ist für den Lebensweg. Oh.
viele stürzen ja auch komplett ab und müssen sich dann da wieder raushangeln. So. Richtig. Das ist Aber ich habe dann auch Jura studiert irgendwie. Ja, hat sich auch Mhm. irgendwie so durch Zufall ergeben, Ja. weil mich jemand gefragt hat, als ich mich gerade einschreiben wollte, ey, was machst du? Ich so, da wo ich gut drin bin, Englisch, Latein. Ja? Ja, Und dann sagt er so, ey, ja, also was? Und ich sag so, Lehramt, Englisch, Latein. geil. Oder Jura. Oder Jura. Weil ich gelernt habe, bis 1900 war in Deutschland alles auf Latein. In Jura, in Siehste der mal. Rechtswissenschaft. Mhm. Das ist wie eine Sprache eigentlich. Ja. Und ich dachte mir dann, ja cool, dann sage ich das so. Und der sagt so, ey, komm, mach da auch Jura, fangen wir zusammen an. Ja. Und so hat sich das einfach, so richtig Blödsinnsidee. Mega cool, aber. Bam. Aber das heißt, du bist auch eher so ein Sprachtalent oder sprachlich begabt? Ja, würde ich schon sagen. Also Schon. meine Mom kommt aus Indien, Ah, nice. Großvater nie kennengelernt aus Shanghai. Wow. Wow. Viele Tanten, Onkels verteilt, so in Dubai, in San Francisco, in Mumbai. Bist du war dann ich auch mal. so ein Weltenbummler? Travelst du gern? Eigentlich gar nicht. Ich fliege jetzt mal wieder zu meinem Onkel und meinen Tanten, und meinen Cousins und Cousinen nach San Francisco. Mhm. Genau. Aber ansonsten schaue ich, wenn ich es kann, schon mal wegzufliegen. Und wenn dann richtig. Also ich war einmal für einen Monat nur in Sydney, in Manila und in Tokio, weil ich dachte, das ist alles da drüben so um die Ecke. Stimmt, wenn man schon mal in der Gegend ist, ne? Du Ja. fliegst trotzdem ewig, weißt du? Ja, glaube ich sofort. Ja, aber dann bin ich Fallschirmspringen gegangen. Das war mega cool. Fallschirmspringen, echt jetzt? Ja. Oh, total cool. So, Kann ich nur empfehlen. da hängt dann einer hinten dran und ihr hüpft zusammen. Genau. Ja, man denkt immer, man hüpft und deswegen haben viele Angst. Also ich hätte mich nie getraut, Fallschirmspringen zu gehen. Ja. Das hat sich so ergeben, weil ich bin gerade in Sydney gelandet, hatte noch so einen kleinen Kater, Ja. habe nur so eine kleine Flasche Rotwein gehabt und bin dann oben ins Hotel. Und ich habe aus der Rezeption alle kleinen Zettelchen abgerissen und einfach aufs Bett geschmissen. Und dann habe ich bis nachts um 3 Uhr irgendwie nachgeguckt, was es so gibt. Und ruft dann so an und die so, ja, do you have a credit card? Und ich so, of course I have a credit card. Yeah, can you read the number? Und dann lese ich so die Zahlen vor. Dann sagt die, okay, it's booked, $500 after tomorrow, ab geht's. Und ich so, ja, du bist halt in Sydney, so down under, so am anderen Ende der Welt halt. Und dann habe ich mir halt gedacht, gut, probierst du es mal. Da kann man das mal machen, glaube ich. Und dann haben auch. die mich ausgelacht, weil die gesagt haben, in Deutschland sind die meisten Absprungplätze der Welt. Ah, echt? Ja, wusste ich auch In nicht. Klein-Deutschland? Ja. Oh. Ja. Und was ich noch sagen wollte, man denkt immer, man springt. Du sitzt, so wie wir jetzt hier sitzen eigentlich, dann hockt der Typ dich so an die Kante, sitzt hinter dir und dann stößt er sich einfach nur ab. Du machst halt gar nichts. Du lässt dich quasi fallen Ja. und du springst nicht aktiv. Deswegen viele verwechseln das mit, ich habe Angst, weil ich muss springen wie bei Bungee. Nee, musst du nicht. Ist aber auch irgendwie eine schöne Metapher, sich einfach fallen lassen und dann, keine Ahnung, ins neue Leben stürzen. Das ist ja bestimmt total aufregend, oder? Also sowas vergisst man nie, denke Das ich. stimmt, ja. Ich übertrage das auch in den Beruf. Also ich habe halt, wie gesagt, mich damals fallen gelassen, als ich was studieren wollte oder sollte von meinen Eltern aus. Mhm. Dass ich gesagt habe, ich mache jetzt plötzlich doch nicht Lehramt, was ich da überlegt habe, sondern jetzt einfach mal Jura. Mal Jura. Ja, und im Job war das ähnlich. Ich bin dann später halt irgendwie im Vertrieb gelandet. Ja. Habe jetzt viel verkauft an Leute, Software, technologiegetriebene Sachen, verschiedenste Branchen, von Personalwesen bis hin zu Telekommunikation und Gigabit-Übertragung oder Produktkonfiguratoren für die großen Automarken. Ja. Im Prinzip ist alles das Gleiche. Du musst halt wissen, dass du gut sprechen kannst. Du musst wissen, dass aber Vertrieb bedeutet, du hörst gerne zu. Ja. Stellst die richtigen Fragen. Und machst du schon sehr gut. Du könntest auch direkt in den Vertrieb gehen. Dankeschön, ja, unbedingt. Wird einem ja nicht beigebracht. Es gibt kein Vertriebsstudium. Nee, aber das Ja. ist dann alles Learning by Doing. Ja, apropos, hast du dann eigentlich noch so Dinge auf deiner Bucketlist, irgendwas, was du noch unbedingt tun willst? Eine Bucketlist. Chicken Wings reintun. Chicken Wings! Rein in den Guter Bucket. Plan. Nee, was habe ich denn da für einen Plan? Also im Prinzip würde ich mich freuen, mal wirklich eine Weltreise zu machen. Ja. Ich glaube, das muss man auch mal machen, viel reisen und viel sehen. Ich fände es sehr spannend, Bungee-Springen zu gehen, wobei ich da richtig Schiss habe. Mein Dad hat mal so einen Fall als Gutachter betreut am Gericht, wo jemand wirklich dann auch querschnittsgelähmt war, Oh, weil das Seil gerissen ist. Das kann auch mal Nein. passieren. Ja. jetzt hör mir auf. Ja. Oh Gottes Willen, Also ich im habe das auch noch Prinzip würde ich es vor. deswegen vielleicht nicht machen wollen. Ich habe neulich erst von jemand anders gehört, dass es Hm. tatsächlich schwieriger ist als Fallschirmspringen. Weil? Weil du beim Bungee-Jumpen eben extra diesen Schritt tun musst. Du stehst an der Kante und kannst dir jetzt auch überlegen, ja, ich kann auch Mhm. wieder zurückgehen und Mhm. runterklettern oder so. Beim Fallschirmspringen bist du im Flugzeug und es gibt kein Zurück. Du musst da rausfallen, Ja, ja, das und du stimmt. fällst eben. Aber das ist im Prinzip immer im Leben so. Also du kommst immer an irgendwelche Momente, wo du nicht mehr weiter weißt, Ja. wo du wirklich so einen Absprung machen musst und dich fallen lassen musst. Ja, Und du musst dich auf Leute verlassen. Du brauchst ein Netzwerk außenrum, du brauchst Leute, denen du vertrauen kannst. voll. Und du siehst auch in so schwierigen Situationen ganz oft, wer ist am Ende wirklich für dich da, wer steht an deiner Seite und wer ist dann weg, sobald irgendwie dieser Sprung passiert. Weil der ist ja unangenehm. Genau. Ja, da wollen ja viele nicht mitspringen. Nee, ganz Ja. genau. Und wenn das in deinem Leben eine Etappe ist von einem halben Jahr oder 3 Jahren meinetwegen, wo du was ausprobierst und dich entfaltest und Selbstverwirklichung betreibst sozusagen, indem du in deinem Job aufgehst oder indem du was gründest und was probierst,
dann siehst du wirklich, wie der Spreu vom Weizen sich trennt und die Leute dann da bleiben oder eben nicht mehr. Und Ja. deswegen ist es schon wichtig, immer deinen Halt zu finden und zu haben. Ich finde, vor allem ist es wichtig, dass man manchmal eben auch sowas eingeht und den Sprung wagt. Mhm. Und es gibt eben auch Leute, die einen leider so ein bisschen zurückhalten, auch in der Selbstverwirklichung oder was weiß ich. Und wie du schon gesagt hast, da merkt man dann richtig, wer hinter einem steht und wer nicht. Und ja, es ist sehr, sehr wichtig. Ich finde es vor allem lustig. Es gibt viele Leute, die sind halt nicht so extrovertiert, die sind eher introvertiert. Die machen dann den Mund auf, wenn du gerade auf dem Weg bist, was zu erreichen, Ja, ja, weil sie dir es nicht zutrauen oder sich selber nicht zutrauen würden und geben dir dann Tipps wie, ich würde das nicht machen. ja, genau. Ja, aber da solltest du dann auch nicht drauf hören, finde ich. Mhm. Ja, da sollte man dann wirklich so auf sich selber hören, in sich selber gehen, Ohren zu, Augen zu, überlegen, wer bist du eigentlich? Was machst du? Viele Leute auch fragen, was die von dir halten. Sonst denkst du, du bist sonst wer und rennst in irgendeine so eine Fantasiewelt. Also man sollte schon noch geerdet bleiben, Ja. aber wenn man was durchziehen will, auf jeden Fall auf sich selber hören. Ich wollte gerade sagen, ich finde dann immer die Entscheidung Herz gegen Kopf manchmal Mhm. ganz schön schwer. Aber im Zweifelsfall das Bauchgefühl siegt. Also quasi, wenn zwei sich streiten, dann einfach auf den dritten hören. Ist das so? Ja, schon, oder? Mhm. Also, ich weiß nicht, bist du einer, der viel überdenkt, so overthinkt? Ich habe das früher sehr lang gemacht, jahrelang, dass ich wirklich zu viel gedacht habe, sag ich Ja, mal. Ja, ja. und es tut nicht gut, weil Das am tut Ende nicht gut. denkst du so viel, dass du irgendwie wieder Ablenkung davon brauchst, Mhm. dass du wieder so ein bisschen runterkommen kannst. Und manchmal verzettelst du dich komplett, Ja, wie ich das auch gerade im Reden mache. ja. Und weißt gar nicht mehr, wo du herkamst, was die ursprüngliche Frage war, die du dir gestellt hast. Nee. Ja, du hast zu viel Gedanken im Kopf und die sollte man eigentlich auch ein bisschen runterfahren. Deswegen ist es auch Ja. wichtig, dass du so Auszeiten hast irgendwie und einfach mal nichts tust. Finde ich auch total. Oder auch, was total gut tut, ist einfach mal spontan und flexibel sein, frischen Wind reinbringen. Hm. Das ist einfach schön, weil dann kannst du auch mal loslassen von dem, wo du gerade drin bist, oder? Mhm. Ja, Ja. finde ich schon total nice. Warum sitzen wir hier in diesen Einkaufswegen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, um ehrlich zu sein, weil es einfach sexy ist, keine Ahnung. Okay. Also ich finde, Vielleicht rennen wir noch um die Wette. der steht hier ganz schön gut. Ich finde, so könnte man Steht dir auch gut. Dankeschön. Ja, so könnte man einkaufen gehen. Stell dir vor, du bist einfach so da geschoben und dann kannst du einfach rechts, links reingreifen. Passt. Das ist übrigens eine coole Idee, weißt du, ich habe ja noch Geschwister und ich kenne jetzt viele Leute, die haben jetzt plötzlich Kinder. Ja, So. ja. So, und wenn du Kinder hast, dann sind die ja alle so kleine Stöpsel so ungefähr. Ja. Also, die sind ja klein. Cute. So. Und die aus ihrer Sicht sehen uns als Erwachsene an, als die Coolen, als die Stimmt. Großen. Ja? Die alles drauf. Genau, und du nimmst die an den Arm, du hebst sie hoch, schleuderst sie so im Kreis. Ja? Wie cool wäre das? Das haben wir alle verlernt, wenn es das für uns wieder gäbe. Also in den gleichen Relationen, weißt du, das finde ich hast du mega geil. recht. Ja, Deswegen sind wir ja auch in so einem kleinen Kasten drin. Stell dir vor, du bist gerade wieder 3 oder 2. stimmt. Die Eltern schieben einen durch die Gegend, man fühlt sich wohl. Ich habe das geliebt. Ich Ja? habe das geliebt. Das geht. Kennst du auch diese Fahrradanhänger, die immer hinten am Fahrrad dran waren von deiner Ja. Mama? Also die Horror, ja. Also die waren an sich total cool, aber ab dem Moment, wo man zu groß war, hat es einfach nur noch wehgetan. Ja, ich bin da mal bei meinem Onkel mitgefahren und dann habe ich irgendwie geschafft, mein rechtes Bein in die Speichen Oh. reinzukriegen und es hat es komplett zerlegt. Ist zum Glück nichts passiert. Echt? Ja. Also das Rad hat es zerlegt, nicht das Bein. Ja, das Bein hat es auch ein bisschen erwischt, aber Ach du Scheiße. geht. Oh, Überlebt. okay. Überlebt. Ne? Ich meine, sonst wären wir jetzt nicht hier, Ich ne? wollte als Kind mal irgendwie aus der Küche Ovomaltine klauen und bin vom Tisch gefallen und habe ich mir den Arm gebrochen dabei. Und ich bin Oh. Linkshänder, ausgerechnet der linke Arm. Ja. Ja, Den linken habe ich auch mal gebrochen. ja. Haben wir voll was gemein hier. Das nächste Mal. Ey, cool. Die Linken sind auch die Kreativen, sagt man, ne? Ja, also ich bin kein Linkshänder, aber Ach so. wir lassen es dabei. Der Arm Ja. war kaputt. Passt. Ja, Genau. würdest du dich selbst auch als kreativ bezeichnen? Ja? Mit Musik? Ja, würde ich jetzt schon mal sagen. Ich meine, das liegt immer im Auge des Betrachters. Ja. Vielleicht Ja. würden andere sagen, ich bin nicht kreativ. Ich bin vor allem extrovertiert und viel draußen und viel unter Leute und ich baue so mein Netzwerk auf. Ich höre Leuten zu, ich stelle Fragen, auch über deren Leben einfach. Da geht es mir nicht nur darum, wer bist du und warum bist du so und was arbeitest du, sondern eigentlich so, wo soll deine Reise eigentlich hingehen? Ja. Und sich davon so ein bisschen auch was abzugucken, glaube ich, ist ganz spannend. Auch so die Werte von Leuten zu lernen. Und das alles transformiert mich dann so, dass ich das alles auch wieder nach außen projiziere, indem ich dann Musik mache oder indem ich halt Sachen male, Gedichte schreibe. Ich habe früher mal einen zweiten Preis für Lyrikwettbewerb gewonnen. Oh, schön. Da habe ich wirklich Oh. einfach Wörter aneinandergereiht, die gar keinen Sinn gemacht Ja. haben. Und das kam so gut an. Das ist der zweite Preis hier. Ey, aber das finde ich total wichtig, was du da sagst. Und andersrum kannst du dir ja auch überlegen, die Werte, die du dann vereinst in dir selbst und nach außen trägst, die inspirieren ja auch wiederum andere. Hm. Also es gibt wahrscheinlich genauso Leute, die dich anschauen und die denken, ey, da ist er total cool, ich wäre gern ein bisschen wie er. Hm. Gibt's bestimmt. Und dann
kann sich jeder so ein bisschen inspirieren einfach. Und das finde ich total Mhm. schön, dass man das so weitergeben kann, dass Voll, du das so voll. weitergibst. Ich meine, ich habe ja auch, sagen wir mal, so Kernwerte. So mit der Zeit, während du so auf diesem Globus umherwanderst, dann merkst du ja so ein bisschen, wie du tickst selber Ja, auch, ne? ja. So, und was mich wirklich fasziniert hat, deswegen vielleicht habe ich auch Jura gemacht, weil ich so denke, ein besonderes moralisches Gefühl mitzubringen. So ein Wertekompass, sage ich mal. Ah, Ja, ja. Grüße an Jochen Schweizer, der hat, glaube ich, wertekompass.de oder von .com sich geholt. Ah, siehst du mal. Genau. Aber ich glaube, so mein Ding ist Integrität. So, dass du wirklich irgendwie weißt, wer du bist, was du tust, auch Rechtschaffenheit, also anderen nicht zu schaden im Prinzip und Ja, auf einer Wellenlänge weiter zu schwimmen und dir selber vor allem treu zu dir bleiben. selber treu Ja. bleiben. Würdest du sagen, du hast dich gefunden? So? Ich habe mich noch nicht gefunden, sonst hätte ich diesen ganzen geilen Quatsch noch nicht. Okay. Ich glaube, ich bin auch das innere Kind von damals. Oh, aber Ja. verlier das Bin nicht. einfach nur Das ist größer schön. geworden Doch süß. und vielleicht auch ein bisschen dümmer. Aber trotzdem noch im Einkaufswagen hier. Passt. Genau. Geil. Nee, das würde ich auch jedem raten. Also schaut, dass ihr euer inneres Kind behaltet, dass ihr so bleibt, wie ihr gerade seid und nicht irgendwo euch ins Korsett zwängen lässt von der Wirtschaft irgendwie. Das Nee. kommt automatisch. Weißt du, du bist dann irgendwo so nach dem Studium fertig oder nach der Ausbildung und sagst du, was mache ich jetzt? Ja? Ja. Dafür machen wir diese kleine Filmreihe ja auch. Aber auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass du dich dann fragst, so, in welche Richtung soll es denn eigentlich gehen? Ja? Und du solltest für dich selber schon vorher wissen, wer du bist und wofür du stehst, um dann genau auch die richtige Phase zu finden, wo du reinfällst. Also ob das jetzt, wie gesagt, Wirtschaft sein soll oder ob das eine Gründung ist, ob das Angestellten-Dasein ist oder welche Art von Industrie. Das sollte man sich schon selber mal ein bisschen Gedanken machen. Und wenn du es nicht weißt, mach so wie ich. Ich habe damals 600 Bewerbungen verschickt. Wow, 600. Ja, 600. Und ich hatte dann 30 Vorstellungsgespräche, was jetzt auch sehr wenig klingt. Hm. Das sind, glaube ich, trotzdem ein paar Prozent. Ich glaube es auch. Und du lernst dadurch wahnsinnig viel. Ja. Ne, also so ein Vorstellungsgespräch, kann man sagen, ist wie ein Führerschein. Du musst vorne sitzen, du musst in der einen Stunde abliefern. Dein Fahrprüfer ist hinter dir, der will sehen, wie du tickst und dass du das kannst, was er glaubt, wer du bist. In der Sekunde. In der einen Stunde, in der Sekunde. Und danach kannst du sein, wer du willst. Dann Ja. hast du wieder alle Freiheiten. Aber du musst halt genau dann auch in einem Vorstellungsgespräch, du verstellst dich jetzt nicht wirklich, du schauspielst auch nicht. Das ist wie Nee. ein erstes Date oder sonst irgendwie was. Da ist man halt nicht komplett offen und erzählt gleich alles. Richtig, Ja? richtig. Brauchst du mal ein bisschen Reserven. Ja, das hast du genau. an für dann. Du musst noch ein bisschen die Spannung aufrechthalten. Ne? Genau. Aber andererseits ist es ja auch voll okay, wenn man jetzt in der Sekunde auch mal nicht ganz weiß, wer man ist oder wo man ist. Weil ich finde, das Schöne ist, dass die Zeit einfach weiterläuft, das Leben geht weiter und es vergeht so oder so. Und manchmal ist das Leben auch einfach ein Weg und man findet sich schon früher oder später. Das stimmt. Also ich finde mich jetzt seit Jahren noch nicht ganz. Bin Wahrscheinlich, noch auf dem Weg. Ja? soll nicht doof klingen, aber wahrscheinlich wirst du dich auch nie komplett finden. Das Es kann ist gut immer ein sein. Prozess, oder? Aber ich meine, du fühlst dich schon irgendwo vielleicht erfolgreich, wenn du was Auf machst. jeden Und du willst Fall. auch erfolgreich sein in dem, was du Richtig, gut kannst. ja, genau. Und du willst dafür Ja. gewertschätzt werden. Du willst dafür gewertschätzt werden, was du da eigentlich tust. Ja, Und nicht für irgendwas anderes. Ja? nee, voll. Also ich würde mich freuen, wenn es mal geklappt hat, dass ich dafür bezahlt auch werde, wofür ich brenne. Das wäre natürlich Traum, oder? Ja. Einfach ideal. Und es gibt viele Leute, ich habe das gesehen in der Studie, 3 Millionen Leute in Deutschland haben ihren Job schon innerlich gekündigt. Die arbeiten was, wofür Ja. die gar keinen Bock drauf haben. Vielleicht sind es sogar 5 Millionen, aber weiß nicht, also ich glaube, würdest du so einen Job machen wollen, nur dass du gutes Geld kriegst? Das ist ganz schwer zu sagen. Hm. Also höchstwahrscheinlich natürlich nicht. Aber ja, ich meine, ich frage mich immer, inwieweit man sich das aussuchen kann, leider. Also ich glaube es nämlich eben auch, dass sehr, sehr viele Menschen leider nicht mehr so happy sind mit ihrem Job und das dann halt 50 Jahre lang machen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bis ich so weit bin, ist die Rente schon über 80. Ich sehe es schon kommen, ganz ehrlich. Genau, Aber- probiert euch aus, Leute. Ja, Alles klar. lieber spät als nie oder so. Aber Oder besser so. früh als spät, so rum. Ja. Cool. Dann danke dir, Martin, für das coole Gespräch. Danke dir. Ey, ich wünsche dir Super, alles Billy. Gute. Dankeschön. Ja.